Anno 117 Pax Romana bleibt sich auch in Sachen KI-Gegner treu und lässt euch wie gewohnt in einem Endlosspiel mit den Standardeinstellungen gegen 3 Kontrahenten antreten. Mit diesen könnt ihr dann friedlich Handel oder Krieg führen und dann wäre dann natürlich noch der alles überstrahlende Kaiser. In diesen Anno-News schauen wir uns daher die Thematik hinter der KI mal genauer an. Die heutigen Anno-News werden euch von meinem Partner Instant Gaming präsentiert, bei welchem auch Anno-Holiker aus dem Vollen schöpfen und vor allem viel Geld sparen können. So bekommt ihr hier die sehr gute Anno History Collection schon ab 10 € und müsst für Anno 1800 ebenfalls nur schlappe 12 € berappen. Das Highlight ist aber natürlich das in 4 Wochen startende Anno 117, welches ihr hier inklusive Steuer für 55 € vorbestellen könnt und somit 5 € gegenüber dem Kauf im Ubisoft Store spart. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen Kanal. Natürlich seid ihr auch in Anno 117 nicht alleine auf den römischen und keltischen Inseln unterwegs, zumindest nicht, wenn ihr diese nicht vorab generell ausstellt. Wie in Anno 1800 kann eine Lobby mit 4 Slots gefüllt werden bzw. mit 3 KI-Kontrahenten ergänzt werden. Ob das auch bedeutet, dass ihr ebenfalls wie in Anno 1800 einen Slot mit einem Team aus 4 Spielern füllen könnt und somit in der Theorie wieder 16 Spieler gleichzeitig teilnehmen können, ist aber noch offen, allerdings sehr wahrscheinlich. Die Auflösung hierzu sollte in Kürze kommen. Ein entsprechender Devblog, welcher sich ausschließlich mit dem Multiplayer befasst, ist nämlich schon angekündigt und somit das Thema der nächsten Anno-News. Das Grundspiel, also ohne DLCs, wird voraussichtlich über 7 KI-Gegner verfügen, die sich mit Normal, Advanced und Veteran in 3 Schwierigkeitsgrade unterscheiden und das ist neu, zudem völlig unterschiedlich agieren. So könnt ihr zum Beispiel Dorian auswählen, welcher sehr auf Gesundheit und Sauberkeit in seinem Volk Wert legt, sowie am liebsten den ganzen Tag lang Wettkämpfe ausrichtet. Daher ist er kein großer Fan von Krieg und Gemetzel und wird euch entsprechend freundlich begegnen, soweit ihr nicht selbst eskaliert. Zudem ist er nur in Latium präsent, was ihr also drüben am Ende der Welt in Albion treibt, interessiert ihn reichlich wenig. Hingegen ist Tarragon ein Militärveteran, der es nach vielen siegreichen Feldzügen jetzt im hohen Alter lieber gemächlich angeht. Da er den Krieg hinter sich gelassen hat, wird also auch er euch zunächst freundlich entgegentreten, kann aber im Ernstfall auf seine jahrelange Erfahrung in der Prätorianergarde zurückgreifen. Ihr könnt aber auch gegen Concordia spielen, die eine ehemalige Vestalin, also eine Priesterin ist. Dementsprechend legt sie großen Wert auf Religion und römische Tugenden, ist aber auch bestrebt, ihren Einfluss stetig auszubauen. In-game schaltet ihr dann, sobald ihr eine Insel eurer KI-Mitstreiter gefunden habt, diese im Diplomatie-Menü frei. Hier sind dann neben den 3 KI-Kontrahenten natürlich auch der Kaiser sowie, falls vorhanden, Räuber und Piraten aufgeführt. Mit einem Klick auf eines der Porträts könnt ihr unterzeichnete Verträge einsehen, eure Machtbalance vergleichen sowie, falls gewünscht, auch die Geschichte des Charakters nachlesen und dessen Eigenschaften und Schwierigkeitsgrad begutachten. Viel wichtiger ist aber, dass ihr hier schnell sehen könnt, was euch eine diplomatische Beziehung oder die Unterwerfung für Boni bzw. Vorteile beschert. Solltet ihr in diplomatische Verhandlungen treten wollen, landet ihr auf einer neuen Diplomatie-Seite. Hier lassen sich dann im oberen Bereich verfügbare Aktionen einsehen, sowie mögliche, welche aber aktuell noch nicht zur Verfügung stehenden, inklusive den Zielen, um das zu ändern. Verwehrte Optionen kommen so zum Beispiel durch geführte Kriege, falsche eigene Charaktereigenschaften oder eure zu kleine oder zu große militärische Macht zu tragen. Somit geht Anno 117 hier deutlich weiter ins Detail, als das noch im Vorgängertitel möglich war. Schließt ihr schlussendlich Verträge ab, verbessern diese nicht nur eure Beziehung, sondern können euch auch im Ernstfall schützen oder dafür sorgen, dass ihr ganz ohne Krieg die diplomatische Oberhand gewinnt. Alternativ zur Diplomatie könnt ihr eure Kontrahenten aber natürlich auch unterwerfen. Also in diesem Fall ohne militärische Interaktion. Damit euch dieser Weg gelingt, müsst ihr entweder eine Allianz mit den betroffenen Rivalen haben und gleichzeitig deutlich stärker sein oder den vom Kaiser verliehenen Titel eines Konsuls innehaben, gleichzeitig stärker sein und, ganz wichtig, eine beachtliche Menge Gold angehäuft haben. Habt ihr alles zusammen, werden alle Inseln des Gegners zu Vasallenstädten, welche ihr dann entweder übernehmen oder zerstören könnt.
Gleichzeitig übernehmt ihr dann in diesem Zug alle Schiffe, während sich die Persönlichkeit fortan als Spezialist in euer Gefolge einreiht und in eure Villa einzieht. Wenn schon, denn schon, könnt ihr aber natürlich auch normalen Krieg führen und euren Gegner einfach von der Landkarte fegen. Die neue, deutlich ausgebaute Kriegsmechanik von Anno 117 haben wir hier vor ein paar Wochen schon besprochen, schaut da also gerne gegebenenfalls auch mal rein. Jedenfalls gelangt ihr über das Diplomatiefenster auch zur Kriegserklärung. Hier könnt ihr dann eure Armeestärke mit der des potenziellen Gegners vergleichen und bekommt gleichzeitig noch eine Übersicht, wie es um eure Verbündete steht. Neu ist auch, dass ihr zwischen einem totalen und einem begrenzten Krieg wählen könnt. Ein totaler bzw. unbegrenzter Krieg ist schnell erklärt. Er macht im Prinzip jedes Schiff, jede Insel und jedes Gebäude zu einem Ziel und endet erst, wenn einer der beiden Seiten den anderen vernichtend geschlagen hat oder man sich erneut durch Diplomatie wieder annähert. Hinzu kommt allerdings, dass der Kaiser gar keinen Bock auf große angelegte Massenschlachten hat und im dümmsten Fall irgendwann entscheidend eingreift. Daher könnt ihr zunächst auch auf die begrenzte Variante zurückgreifen. In diesem Fall begrenzt sich das Scharmützel auf eine Insel. Zudem lassen sich Zivilgebäude und Schiffe nicht zerstören und enden dann mit der Eroberung der Insel bzw. der eigenen Niederlage vor Ort. Auch bei dieser Variante verliert ihr Credits beim Kaiser und lauft Gefahr, irgendwann in Ungnade zu fallen. Apropos Kaiser. Kaiser Kalidus wurde in einem Militärlager geboren und ist dort auch aufgewachsen. Er wird als entschlossen beschrieben und ist jemand, der Veränderungen herbeiführt, wenn diese dem einfachen Römer nützen. Er ist aber auch rücksichtslos, hart und pragmatisch, zudem gesellig, bodenständig, ehrlich und humorvoll. Im Early Game seid ihr mit dem Kaiser gut gestellt und könnt durch diverse Quests euer Ansehen nach und nach weiter steigern. Das kann aber, wie gesagt, durch das Brechen von Verträgen oder vor allem durch den Krieg auch wieder in die andere Richtung kippen. Es geht bei ihm aber auch um Boni, wie zum Beispiel geringere Kosten für das Besiedeln einer neuen Insel oder Handelsembargos mit neutralen Händlern. Solltet ihr euch schlussendlich dazu entscheiden, euch auch mit ihm anzulegen, werdet ihr als Rebell gebrandmarkt und müsst mit den harten Konsequenzen leben. Ganz besiegen könnt ihr ihn dann übrigens nicht, aber ihn immerhin dazu zwingen, euch fortan Prokonsul zu nennen. In diesem Sinne, in roundabout 4 Wochen geht es dann endlich los. Gönnt euch derweil noch was Schönes bei Instant Gaming mit meinem Creator-Code und nächste Woche, wenn alles klappt, schauen wir uns dann wie gesagt den Multiplayer genauer an. Also, wirst du mit römischer Faust regieren oder mit keltischer Hand? Was passiert als nächstes? Es liegt ganz bei dir. Du kannst es von hier aus weiterführen.